zusammen, ich bin die Nicole und heute gibt es den Look von Serena für euch. Den haben nämlich sehr viele von euch angefragt. Und ja, das ist dabei rausgekommen und wie ich das Ganze gemacht habe, das zeige ich euch jetzt. Ich habe damit angefangen, eine Lidschattenbase aufzutragen und die ist dafür da, damit der Lidschatten einfach länger hält und nicht in die Lidfalte rutscht. Das ist diese kleine Vertiefung, die die meisten haben. Wenn ihr ein Schlupflid habt, dann habt ihr die wahrscheinlich nicht. Aber wenn ihr jetzt zum Beispiel ölige Augenlider habt, dann kann es sein, dass der Lidschatten verschmiert und dann sieht der nicht mehr so schön aus. Und diese Base, die verhindert das. Deswegen trage ich die erstmal überall auf, wo nachher auch Lidschatten hinkommt. Serena sieht ja immer sehr natürlich geschminkt aus, deswegen habe ich jetzt auch nicht so sonderlich viel aufgetragen. Nur einen Lidschatten, der so ein bisschen schimmert und so eigentlich die Hautfarbe auch hat, die ich jetzt auch habe. Wenn ihr eine andere Hautfarbe habt, also heller oder dunkler, dann tragt einfach einen Lidschatten auf, der eurer Hautfarbe entspricht. Mein Lidschatten schimmert jetzt so ein bisschen, das ist deswegen gut, weil dann seht ihr nochmal ein bisschen frischer aus und Serena sieht ja auch immer sehr frisch und gesund aus und das unterstreicht das Ganze dann auch nochmal. Wenn der Lidschatten dann aufgetragen ist, können wir weitermachen mit Kajal. Ich habe hier ein dunkles Braun genommen und den auf meiner Wasserlinie aufgetragen. Und zwar oben. Das ist ein bisschen schwierig. Wie ihr seht, habe ich dabei die Augen so ein bisschen geschlossen. Ich habe sie nicht ganz zugemacht, damit die Farbe nicht auf die untere Wasserlinie übertragen wird. Die obere Wasserlinie ist einfach da, wo die Wimpern quasi rauswachsen, so da drunter. Und wenn man dort den Kajal aufträgt, dann sind die Wimpern nochmal verdichtet. Es ist wie so ein unsichtbarer Lidstrich. Also man sieht einfach nur so eine Schattierung. Das Auge sieht nochmal frischer aus und die Wimpern dichter, aber man nimmt es eigentlich gar nicht so direkt wahr. Ich habe nochmal versucht, euch das im Vergleich aufzunehmen. Auf dem einen Auge habe ich den Kajal schon aufgetragen, auf der oberen Wasserlinie, auf der anderen Seite nicht. Ich hoffe, ihr könnt erkennen, dass das nochmal ein bisschen was mit dem Auge macht. Und das trägt Serena auch hin und wieder, weil das einfach nochmal so ein bisschen die Augen betont, ohne aber, dass es zu stark auffällt. Wenn euch das nicht so leicht fällt, das aufzutragen, dann lasst es einfach weg, weil mir fällt es auch immer sehr schwer, aber ich wollte es halt der Vollständigkeit halber auf jeden Fall zeigen. Und es ist auch ein schöner Trick für den Alltag, falls ihr das öfters vielleicht mal nachmachen wollt. Aber wie gesagt, wenn ihr es nicht so gut könnt oder nicht vertragt, dann lasst es einfach. Ich habe den Kajal dann auch noch unten auf der Wasserlinie aufgetragen, allerdings nur sehr wenig und auch nur außen, damit das Auge einfach nochmal ein bisschen kompletter aussieht und ein bisschen vergrößert wird. Damit ist die meiste Arbeit auch schon getan. Ich habe jetzt mit meinen Wimpern weitergemacht und sie erstmal gebogen mit einer Wimpernzange. Ich weiß, das sieht immer sehr gefährlich aus, ist es aber eigentlich gar nicht, wenn ihr richtig ansetzt und nicht zu nah ins Auge rankommt, sodass ihr vielleicht Haut oder so mit einklemmt. Ihr müsst es auch nicht unbedingt machen, ich mache das aber immer, weil meine Wimpern sehr gerade sind von Natur aus und sie deswegen, wenn ich sie tusche, so nach unten fallen. Deswegen biege ich sie vorher nach oben, damit sie einen leichten Schwung haben. Wenn eure Wimpern aber schon einen Schwung haben, dann müsst ihr das nicht unbedingt machen. Ja, und dann können wir Mascara auftragen. Ich habe hier jetzt eine braune Mascara benutzt. Man sieht zu schwarz eigentlich gar nicht so einen großen Unterschied, aber es wirkt dann im Endeffekt und im Gesamtbild nochmal natürlicher und das wollen wir ja erreichen bei dem Look. Ich habe darauf verzichtet, die Mascara auf den unteren Wimpern aufzutragen, weil ich gesehen habe, dass Serena das eigentlich auch nie trägt. Also nur die oberen Wimpern tuschen und dann sind die Augen auch schon fertig. Ich habe dann weitergemacht mit den Lippen. Da war es nicht ganz so einfach, eine Farbe zu finden, weil Serena da schon mal so ein bisschen variiert. Manchmal sind sie eher so rosastichig, manchmal so ein bisschen mehr ins Orange gehend. Ich habe mich jetzt für so ein Mittelding entschieden. Ich habe ein rosa Peach, also so einen Pfirsichton genommen, der so leichte Gold-Schimmerpartikel hat. Denn das sehe ich auch häufiger bei ihr, dass das so ein bisschen schimmert und reflektiert. Und das ist nicht nur einfach so ein bisschen Gloss, sondern da sind wirklich so kleine Partikel drin. Und trotzdem ist dieser Lippenstift sehr alltagstauglich, weil er eben nicht sehr deckend ist und einfach nur so ein bisschen Farbe abgibt und Glanz. Und deswegen passt es auch sehr gut zu dem Look. Ja, und das ist auch schon das fertige Gesicht. Wir können jetzt weitermachen mit den Haaren. Da habe ich nämlich erstmal einen Hitzeschutz aufgetragen, weil ich nachher mit Hitze arbeiten werde. Und dieser Hitzeschutz verhindert einfach, dass die Haare zu sehr austrocknen. Denn Hitze greift die Haare schon sehr an und da müssen wir einfach ein bisschen aufpassen, damit sie nicht komplett austrocknen. Sonst müssen wir sie irgendwann abschneiden und das wäre blöd. Ja, nachdem der Hitzeschutz aufgetragen ist, habe ich die Haare noch mal ein bisschen durchgekämmt, damit sich der Schutz besser verteilt und die Haare auch ein bisschen trocknen, weil nass sollten sie von dem Hitzeschutz dann nicht mehr sein, wenn wir nachher mit der Hitze rangehen. Dann habe ich die Haare abgeteilt und habe das Deckhaar nach oben gesteckt, damit es erstmal aus dem Weg ist, weil wir uns erstmal um die unteren Haare kümmern. Die untere Partie habe ich dann nochmal in 2 Teile geteilt, links und rechts.
Und dann habe ich nochmal durchgekämmt und dann geht es auch schon los. Ich habe mir jetzt ein Glätteisen genommen. Ihr könnt auch einen Lockenstab nehmen, aber ich wollte euch mal zeigen, wie man mit dem Glätteisen Locken machen kann. Sollte man meinen, dass das nicht geht, weil es ja ein Glätteisen ist, aber Locken kann man damit auch machen. Dazu nehmt ihr euch einfach eine relativ dünne Haarsträhne und klemmt die zwischen euer Glätteisen. Dann dreht ihr euer Glätteisen mindestens einmal rum. Ich habe jetzt 1 oder 1,5 Mal gedreht. Je mehr ihr dreht, desto schöner werden die Locken, aber dreht auch nicht zu oft, weil dann kommt ihr nicht mehr durch. Ihr müsst es nämlich dann nach unten ziehen und zwar relativ langsam, aber auch nicht zu langsam, weil sonst werden die Haare zu sehr beansprucht. Also so, dass ihr einfach schön durchgleiten könnt. Ihr seht es auch, wie ich das mache. Und wenn ihr das dann macht, dann entstehen Locken. Das macht ihr dann einfach mit den kompletten Haaren, unten wie auch oben. Und dann habt ihr wunderschöne Locken. Die müsst ihr dann natürlich noch ein bisschen auskämmen, sag ich mal. Ich habe dafür jetzt meine Hände genommen, weil ich mit der Bürste da nicht so ran wollte. Weil bei meiner Haarlänge hängt sich das auch schnell wieder aus. Also habe ich sie einfach nur mit meinen Fingern durchgekämmt. Und bin dann nochmal mit einer Glanzpaste, sag ich mal, durchgegangen. Das ist einfach so ein Styling-Produkt, was dann nochmal so ein bisschen Glanz in die Haare gibt, damit sie nochmal gesünder aussehen. Dann habe ich ein paar Haare von vorne nach hinten genommen und nochmal ein paar Strähnen rausfallen lassen, damit es nicht ganz so streng nach hinten genommen aussieht. Und diese nach hinten genommenen Haare habe ich dann mit einer Spange so einem kleinen Clip festgemacht. Das habe ich auf beiden Seiten gemacht und dann sind die Haare auch fast schon fertig. Ich habe dann nochmal das Pony so ein bisschen zurechtgekämmt, damit es aussieht wie bei Serena. Und dann habe ich nur noch mit Haarspray fixiert und dann sind wir eigentlich auch schon fertig. Eigentlich ist es gar nicht so schwer, man braucht vielleicht nur mit dem Glätteisen so ein bisschen Übung und dann geht das und ja, das ist der fertige Look. Ich hoffe, er gefällt euch und er kommt nah genug an Serena ran, so wie ihr euch das vorgestellt habt. Falls ihr nochmal eine aufwendigere Frisur sehen möchtet, empfehle ich euch das Video mit den coolsten Mako-Outfits, denn da zeigt euch die Anna nochmal, wie man so einen richtig schönen Zopf nach hinten flechtet und es passt auch nochmal sehr, sehr schön zu dem ganzen Look. Wenn ihr irgendwas nachmacht, das Make-up, die Haare oder sogar beides zusammen, dann freuen wir uns wie immer über Bilder, über Facebook oder Twitter und über Feedback würde ich mich natürlich auch sehr freuen und wenn ihr auf meinem Kanal vorbeischaut, natürlich auch. Es ist alles in der Infobox nochmal verlinkt und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns hoffentlich bald wieder. Macht's gut, tschüss!